Alfa Romeo hat sein erstes vollelektrisches Auto vorgestellt, den Milano. Der sieht schon ziemlich Alfa-mäßig fresh aus, aber ist auch alles Gold, was glänzt? Das und noch mehr erfahrt ihr jetzt hier auf Project Drive. Der neue Alfa Romeo Milano feiert seine Weltpremiere in Mailand. Das Kompakt-SUV ist das erste der Marke, das auch vollelektrisch angetrieben wird. Allerdings ist der Milano nicht durch und durch Alfa, denn die Technik kommt unüberraschend von Stellantis. Wie bei den anderen Kreationen aus dem Hause Stellantis sieht man auch dem Milano die enge Zusammenarbeit der Marken an. Darum erinnert die Grundform stark an Peugeot 2008, Fiat 600e und Opel Mokka. Unterstützt wird dieser Eindruck durch das schwarz abgesetzte Dach. Einen besonderen Hingucker liefert Alfa aber an der Front. Die ikonischen Alfa-Insignien mit Schlange und Kreuz, abgeleitet von den Wappen der Stadt und des früheren Herzogtums Mailand, verschließen optisch den Grill. Der behält seine typische Form und wird zusätzlich hinter den ausgefrästen Alfa-Symbolen von einem Wabengitter verschlossen. Die Scheinwerfer sind beim Milano in ein Designelement eingefasst, das den Grill wie eine Klammer einrahmt. Das Tagfahrlicht setzt sich aus verschiedenen Lichtbalken zusammen. Je 3 Stück unterhalb der Motorhaube, einer unter den Hauptscheinwerfern mit Matrix-LEDs und einem senkrechten an der Seite. Der untere Lufteinlass erstreckt sich über die gesamte Breite der Front und wird von senkrechten Luftschlitzen flankiert. Mit dem Milano nimmt Alfa zudem scheinbar Abschied von einer Tradition. Das Nummernschild ist beim Kompakt-SUV nicht mehr seitlich angebracht, sondern mittig. Beim Heck haben sich die Designer von der Giulia TZ inspirieren lassen. Ausdruck davon ist ein dunkel abgesetztes Designelement unter der Heckscheibe, das einen Bogen nach unten beschreibt. Es beherbergt die Rücklichter mit reduzierter Signatur. Was den Milano aber von seinen Konzerngeschwistern abhebt, ist der Innenraum. Den volldigitalen Tacho bildet zwar ein 10,25 Zoll großer Bildschirm, der ist aber in ein Designelement mit Kreisen an den Seiten eingefasst, sodass im ersten Augenblick Rundinstrumente suggeriert werden. Fernglasdesign nennt Alfa das. Der gleich große Infotainment-Bildschirm ist dem Fahrer zugewendet. Die Software dahinter soll intuitiv bedienbar sein und sich per Drag and Drop anpassen lassen, sodass jeder Fahrer eine eigene Startseite mit den Funktionen, die für ihn wichtig sind, erstellen kann. Zur Schnellwahl steht noch eine ganze Reihe an Tasten unter dem Display zur Verfügung. Die gibt es auch auf den Speichen des unten leicht abgeflachten Lenkrads. Die Mittelkonsole ist reduziert und wirkt sportlich elegant. Sie mündet in eine Ladeschale für Smartphone. Ein interessantes Detail der Launch Edition: die Alfa-Schlange ist im gesamten Innenraum präsent. Mittig ziert sie die klassisch gestalteten runden Luftausströmer, zusammen mit dem Kreuz ist sie in die Kopfstützen der optionalen Sabelt-Sportsitze gestickt oder an den Seiten des Armaturenbretts zu finden. Habt ihr eigentlich schon die T-Shirts und Pullis mit Project Drive Design gesehen? Da gibt es zum einen das herkömmliche Logo und den Elektronauten. Neu dazugekommen ist das Space Nebula und Comic Design. In Zukunft wird es aber noch mehr von mir designtes Merch geben. Mit dem Kauf unterstützt ihr außerdem meinen Kanal für noch mehr und vor allem immer bessere Videos. Den Link zum Shop findet ihr in der Videobeschreibung. Der Alfa Romeo Milano ist 4,17 Meter lang, 1,78 Meter breit und 1,53 Meter hoch. Den Alfa Romeo Milano gibt es als Elektroauto oder als Mild-Hybrid. Die reine Elektroversion Milano Elettrica gibt's wiederum in 2 Varianten, mit 156 PS oder als Topmodell Veloce mit 240 PS. Letztere wird jedoch nicht direkt zum Marktstart verfügbar sein. Der Akku fasst in beiden Fällen 54 Kilowattstunden. Die Reichweite geben die Italiener mit über 410 Kilometern an. An einem Schnelllader soll er in unter einer halben Stunde von 10 auf 80% geladen sein. Weitere technische Daten halten die Italiener aber noch unter Verschluss. Mit Verbrenner leistet das SUV übrigens 136 PS. Zur Abgrenzung nennt Alfa ihn Milano Ibrida. Das Herzstück seines Mild-Hybrid-Systems ist ein 1,2 Liter großer 3-Zylinder-Benziner. Den unterstützt ein Elektromotor mit 6-Gang DKG mit 21 kW und einer 48-Volt-Batterie. Alfa wirbt mit dem größten Ladevolumen seiner Klasse. 400 Liter passen in das Gepäckabteil.
Der Milano soll sportlich und komfortabel sein. Für die Sportlichkeit sollen ein Torsen-Sperrdifferential, eine Sportbremse und eine dynamisch abgestimmte Lenkung sorgen. Komfort bringen verschiedene Assistenten, deren Herzstück vor allem die Frontkamera und das Frontradar sind. Alfa verspricht außerdem ein halbautomatisches Parksystem. Beim vollelektrischen Milano legen die Italiener für das Topmodell Veloce zudem noch verstärkte Stabis vorn und hinten drauf. Er steht auf 20 Zoll Reifen, die für Elektroautos entwickelt wurden, bekommt Sportbremsen und ist tiefer als sein Mild-Hybrid-Bruder. Der Elektro Milano bekommt ein Sportfahrwerk, das serienmäßig 25 mm tiefer ist. Der Milano geht zunächst als Sondermodell Speziale in den Verkauf. Das Außendesign hebt sich durch Akzente in matt schwarz und rot ab. Dann gehören zur Serienausstattung 18 Zöller im typischen Lochdesign, ein Lederlenkrad und verschiedene Komfortfeatures wie der elektrisch einstellbare Fahrersitz mit Massagefunktion, die elektrische Heckklappe mit Gestensteuerung und ein schlüsselloses System. Also mich persönlich überzeugt Batterie und Leistung erstmal nicht. Ihr könnt mir ja unter das Video schreiben, was ihr darüber denkt. Offizielle Preise gibt es noch nicht, doch man kann davon ausgehen, dass der Milano, zumindest elektrisch, nicht billig wird. Für den Mild-Hybriden ist, wenn man dem Livestream zugehört hat, mit einem Basispreis um die 30.000 € zu rechnen. Die vollelektrische Version dürfte über 40.000 € kosten. Wie gefällt euch der Alfa Romeo Milano? Wäre der was für euch? Sagt mir das gerne in den Kommentaren. Wenn euch meine Videos gefallen, lasst mir ein Abo und einen Daumen nach oben da. Vergesst auch nicht, auf meinem Instagram- und TikTok-Kanal vorbeizuschauen. Die Links dazu sind in der Videobeschreibung. Vielen Dank fürs Dranbleiben und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Ciao!